So, wir sind eigentlich ja immer noch in Taximo. Wir haben hier heute Nacht am Fluss gezeltet, jetzt heute Morgen noch ein bisschen gearbeitet. Jetzt fahren wir wieder irgendwie 500 Meter oder so zurück in die Stadt und da gehen wir dann zu einer Stalovaja, Kantine. zu einer Kantine, genau, und arbeiten dann noch ein bisschen weiter. Ja, holen uns irgendwie was zu essen, arbeiten da ein bisschen und heute Abend geht es dann raus aus der Stadt, weiter Richtung Osten, Richtung Vitim. Das ist der nächste große Fluss oder auch der größte Fluss auf der ganzen Etappe hier. Mit einer ziemlich wilden Brücke. Ja, mal gucken, das sind ungefähr 60 Kilometer. Werden wir euch alles zeigen. Ja, eine Kante. Okay, der nächste Tag ist vorbei. Hier stellen wir unser Zelt auf. Wir sind auf einem kleinen Weg hier, irgendwie, weiß nicht, 300, 400 Meter oder so bis zur Hauptstraße. Und heute hatten wir das erste Mal das Problem, dass wir nicht richtig Wasser gefunden haben. Ja, beziehungsweise, dass es keine Flüsse gab. Genau, es gab halt nur einen See. In dem See haben wir jetzt Wasser abgefüllt, aber das ist halt immer so ein bisschen kritisch. Deswegen haben wir hier jetzt wieder unsere Wasserfilterinstallation aufgebaut. Hier ist unser Ortlieb-Wassersack. Da schrauben wir unseren Sawyer Mini Wasserfilter einfach drauf, hängen das Ganze einfach so rauf und durch die Schwerkraft läuft das bestgefilterste Wasser hier direkt in den Topf rein. Super Teil, der Wasserfilter, echt genial. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ist auch echt ziemlich günstig und ja, klein, wunderbar. Filtert 99,999% aller Bakterien etc. raus. Perfekt, super. Am nächsten Tag haben wir die gefährlichste Brücke der Welt überquert. Naja, zumindest hat Galileo das in einer Reportage behauptet. Wir haben darüber jedenfalls einen eigenen Film gemacht. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Hier geht es jetzt am nächsten Tag weiter. Okay, Sachen gepackt, es regnet. Naja, mal gucken. Ob wir hier jetzt auch irgendwie überhaupt rauskommen oder ob alles unter Wasser steht. Gucken, wie die Straße aussieht. Ja, eigentlich regnet es nicht doll. Von daher geht's, glaube ich, klar. Nächstes Dorf, Kuanda, steht an und es gibt wieder Asphalt. Super. Oh, ist immer eine richtige Wohltat. Und dann auf einmal
der Asphalt auftaucht und du so gemütlich rollen kannst und du nicht durchgeschleudert wirst und stecken bleibst und in die Pfützen fällst und alles. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по-русски разговариваете? Чуть-чуть, да. Это откуда и куда? Из Германии, мы едем в Владивосток. А зачем? Путешествие. Сейчас, секунду. И у вас это как нормально, то есть происходило по всей территории России, 7000 километров сюда приехать? Мы едем из Монголии. Из Монголии. А, туда вы наоборот? Да, из Китая, из Монголии. Через Улан-Удэ, через 110 Цимник. Ну, я вам должен, вот, на самом деле, памятник вам здесь своять, потому что, ну, это в сознании не укладывается. Я не понимаю. Так, по-другому скажу. Молодцы. Спасибо. Молодцы. Спасибо большое. Кто у вас в компании? Моя жена. Вдвоем? Да. Тогда вообще мужчин нет в этой компании. Ну, кроме тебя. Да. Меня один- и моя жена. Ты один мужчина и твоя жена. Да. Ой. Нет, на самом деле жму руку. Это... Ты по-английски можешь общаться, а? Ja. Okay. Vor uns fährt ein kleiner roter Lader. Niva, Lada Niva. Ein Lader Niva. Und da sind 3 Leute jetzt drin oder 2, keine Ahnung. Wir haben irgendwie gerade die Jungs getroffen. Wissen wir, wie sie heißen? Nee, wissen wir noch nicht. Nee. Der eine kommt aus St. Petersburg, spricht irgendwie ein bisschen Englisch. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie irgendwie gesagt, wir sollen ihm jetzt folgen. Zu ihm nach Hause oder irgendwie so, glaube ich. Ja, schon irgendwie so, ne? Ja. Eine halbe Stunde. Die waren auf jeden Fall ziemlich witzig, die Jungs. Gucken wir mal. А как вас зовут? Николай. Ольга. Сергей, Сергей. очень приятно. Миша, Миша. Миша, Да. Микаэл. Да. Водка, бир. What you want? Чуть-чуть. Даже проблем никаких. Вот сейчас поговорю, Серега, я тебе перезвоню. Это ваш дома? Вот еще и иномарка. Все, где угодно можете технику оставлять. Сейчас, вещи в дом, Okay. в этом комната, вам, пожалуйста, все. Спасибо. Gibt's einen Баня, все. Спасибо, спасибо. Все сейчас сделаю, все по порядку. Хорошо. По порядку, Alles значит, nach der все. Reihenfolge. Велосипед оставьте.
Jetzt ist erstmal Banja angesagt. So, beschlägt hier schon alles. Geil. Boah. Sehr gut. Jetzt, er entschlägt wieder. Einmal Klamotten. Oh, sehr gut. Was für eine verrückte Bande. Echt verrückt. So läuft das hier in Sibirien. Kein Plan. Nikolai hat hier einige Kuriositäten in seinem Garten stehen. Unter anderem ein paar Panzer. So ein Segelflugzeugteil irgendwie. Diversen Schrott. Die ganze Halle ist voll mit Werkzeug und ja, Schrauben und weiß der Geier was, allen mögliches Zeug. Da ist auch noch irgendwie eine Fellfabrik drin. Die hatten wir uns gestern angeguckt. Haben wir leider nicht gefilmt. Welcome to Siberia. Absolut verrückt hier. Sehr gut. Gleich weiter. Hier haben wir geschlafen. Sehr gut, sehr gut. Спасибо. 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 Всего хорошего. Das war schon ziemlich interessant, ziemlich nett. Ja, sehr gastfreundliche Menschen, definitiv. Sehr spannende Menschen, sehr interessanter Einblick, würde ich sagen, in das Leben in Sibirien. Das ist schon eine andere Nummer. Die haben uns Storys erzählt, dass sie da irgendwie monatelang im Wald leben im Winter und nur jagen und nur fischen. Keine Ahnung, die waren jetzt gerade einen Monat lang mit dem Floß unterwegs auf irgendwelchen Flüssen hier. Die haben halt auch nur gejagt, haben irgendwie einen fetten Hirsch erlegt. Die haben dann Den geräuchert und einen Monat lang gegessen. Und jetzt halt auch irgendwie noch seinen fetten Garten da gesehen. Noch Kartoffeln bekommen, Karotten. Richtig, richtig gut. Und ja, also die Leute, die bereiten sich hier halt wirklich noch richtig auf den Winter vor. Also das ist echt was anderes. Du gehst hier halt nicht im Winter in den Supermarkt und kaufst dir halt Tomaten und Salat aus Spanien. Sondern wenn du hier im Winter irgendwie was zu essen haben willst, dann musst du das im Sommer halt vorbereiten. Die sind hier komplett abgeschottet im Winter. Die Straße habt ihr gesehen, die ist so und so scheiße. Ja, und über den Zug kommt halt ein bisschen was rein, aber sind halt auch mega krasse Transportwege. Ja. Da kommt nicht so viel hier an. Da muss jeder schon für sich selber sorgen. Ja, dann hast du halt so einen Garten. Ja, und die Jungs gehen dann halt zusätzlich noch jagen. Bären,
Hirsche, Elche, Enten, Rehe. Ja, alles, was es hier so gibt. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das alles einmal zu sehen und zu erleben. Sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Das war super. Ja, aber jetzt geht es auch schon wieder weiter. Heute soll ganz gutes Wetter sein. Morgen soll es wieder regnen. Von daher ja, gucken wir, dass wir heute ein bisschen was schaffen. Und genau, jetzt in 10 Kilometern gibt es die nächste Brücke, die halt ja, allerdings kaputt ist. Das heißt, da müssen wir über die Eisenbahnbrücke. Ja, und da sollen irgendwie ein paar Leute wohl sein, die da arbeiten irgendwie. Hoffen wir mal, dass wir da jemanden antreffen, der uns da ja, sagt, wann wir darüber können und wann nicht, wann der Zug kommt. Ja, mal gucken. Vielleicht das Fahrrad oben. Ja, genau. Dann ist das Fahrrad quasi links auf diesen Holzbalken da schieben ja. und rechts auf diesem Metall da. Aber da muss Kann man man sicher laufen. sein, dass da kein... Ja, ja, wir können jetzt hier nicht rüber. Wir müssen auf irgendjemanden warten. Ja. Wenn wir keinen Zug hören, sollen wir schnell rüberfahren. Okay. Ja, wir können hier auf den Gleisen einmal hören. Man kann das echt, wenn du hier auf den Gleisen so lauscht. Das hörst du kilometerweit. Boah, ein bisschen Angst hatte ich schon. Das wird aufregend. Absolut. Jetzt sind wir auf jeden Fall ja, doch ziemlich abgeschnitten. Also über die Brücke kommen Autos halt nicht. Nur Motorradfahrer und verrückte Radfahrer wie wir. Ich glaube nicht, dass wir von der Sorte jetzt hier noch welche treffen werden. Ist doch langsam schon ziemlich spät im Jahr. Hat Nikolai gestern auch noch gesagt. Der Sommer ist dieses Jahr lang. Wir haben eigentlich echt noch Glück mit dem Wetter. Und ja, es ist lange trocken und bald wird es auf jeden Fall kalt. Und ja, der Wetterbericht sagt auf jeden Fall das Gleiche. In einer Woche spätestens gibt es Minustemperaturen und Schnee, glaube ich auch sogar schon. Ja, aber heute ist Samstag und Donnerstag wollen wir dann von Chara aus mit dem Zug Richtung Süden fahren. Mittwoch wollen wir da ankommen. Ja, ne, irgendwie, was sind das dann? 4 Tage? 5 Tage quasi. Ja, brauchen wir höchstens. Das sind 150 Kilometer. Also mit 30 Kilometern pro Tag gerechnet. Gut, was bei diesen Straßen durchaus realistisch ist, aber man kann eigentlich auch ein bisschen mehr noch schaffen. Werden wir alles sehen. Mal gucken. Wir hoffen, dass es so trocken wie möglich bleibt, so warm wie möglich. Das würde es vereinfachen und verschönern.
Wetterbericht gucken. Ja, heute ordentlich Sonne, morgen leicht Regen, aber morgen kommen wir in Chara an. Dann haben wir die Etappe hier geschafft und es geht im Zug weiter. Und unser Timing ist einfach mehr als perfekt, weil ab Samstag ist es nachts unter Null. Die ganze Zeit. Dann ist wirklich der Winter da. Und Sonntag, guck mal, Sonntag schneit es sogar. Sonntag wird es Schnee geben. -3, -3, -4, -4, -7, -5, -5. Ja, wir haben es perfekt getimt. Wie immer. Wie immer. Krass. Echt geil. Wow. Super. Nice. Ja, wir sind jetzt 20 Kilometer oder so vor Chara. 20? 25? Ja. 30? Irgendwie sowas. Das heißt, ja, es gibt schon Internet. Wir können das Wetter checken. Morgen kommen wir dann ganz gemütlich da an. Und morgen Abend oder quasi übermorgen früh geht dann unser Zug um 2 oder so. 2:30 oder so. 2 Halb drei Uhr nachts. Ja, nicht so ganz optimal irgendwie, aber Ja, gibt's keinen Wahl. Es gibt nur dafür die kommen wir Einzel- dann halt dann in Tunda irgendwie entsprechend an, ne? Ja, dafür sind wir um 5 Uhr abends in Tunda und um 6 Uhr morgens in Komsomolsk. Ich glaube, so sind die Uhrzeiten. Die Züge, die hier durchfahren, Sie haben gesagt, es gibt 2 Züge. Eins startet in Moskau und der andere startet in Kislovodsk. Das ist da bei Pitigorsk. Das sind die 2 Züge, die Fährt die fahren. Gurst? Was ist das ganz bei Georgien oder was? Ah, der fährt einmal komplett durch Russland quasi. Einmal von da und einmal von Moskau. Einmal von Georgien quasi bis nach Wladiwostok. Und einmal von Moskau bis nach Wladiwostok. Jeweils hier über die Baum. Genau. Boah, krass. Abgefahren. Gut, Olga ist gerade irgendwie im Wald unterwegs und sucht noch nach ein paar Beeren und Pilzen. Ich habe ein bisschen Spaß mit der Drohne. Ersten, wie heißt denn das hier? Sturzflug gehabt. Verdammt. Ich habe irgendwie extra einen Automatikmodus irgendwie angehabt. Aber irgendwie trotzdem noch selber geflogen und irgendwie auf einmal hat sie irgendwie so eine scheiß Kurve gemacht, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und es ist in diesen Busch da hinten reingeflogen. Zum Glück war das echt nur wie 1 Meter hoch oder sowas, ist alles gut gegangen. Geile Drohne, die DJI Spark. Unten in der Videobeschreibung ein Link dazu, wo ihr die kaufen könnt. Absolute Empfehlung von uns. Und, was ich eben auch gefilmt habe, sind die Dünen von Chara. Ja, sind so 5 Kilometer weit weg. Man kann es sehen auf dem Video, habe ich schon gesehen. Aber es ist sehr weit weg und ja, es ist halt irgendwie eine Sehenswürdigkeit in Chara, wenn man das so nennen kann. Also eine riesige Düne, wirklich, ich weiß nicht, 15 Kilometer mal 5 Kilometer bestimmt. Wir schaffen es leider nicht, dahin zu kommen, weil der Weg dahin, das ist von Chara aus 30 Kilometer, weil da überall Moore und Sümpfe sind und so weiter. Wir haben leider nicht die Zeit dafür. Deswegen haben wir uns die jetzt einmal von oben angeguckt und ihr habt sie auch einmal gesehen. Hier bauen wir jetzt gleich das Zelt auf, kochen uns was zu essen. Morgen geht es dann nach Chara und dann geht es
mit dem Zug weiter entlang der Barm, ganz bis ans Ende, bis nach Komsomolsk am Amur. Ich weiß gar nicht, ich glaube 50 Stunden Zugfahrt oder sowas insgesamt. Puh, ziemlich heftig.